This is an annual gathering of basically tractor enthusiasts in the village of Ormersbach. Actually, this year's gathering was a lot smaller than usual, apparently because a lot of people were put off by the uncomfortably hot weather. But it is still a snapshot of farming technology through the ages, which is the main point. Heavily represented are various iterations of the famed Lanz Bulldog, which through the years came in a number of types and sizes. I'm told though that this one is a replica. Tractors can do a lot more than just pull trailers around. They can serve as an engine to power all kinds of special attachments to do all kinds of jobs that need doing. This setup may not be the most efficient way of sawing wood, but definitely very handy if you don't have access to an industrial sawmill. But in the middle of all this was a very rare exhibit, at least in Germany, a steam traction engine from my native country. Looking after it was Rolf Vetter, who had come all the way from Switzerland. I asked him why he was doing this. Ich bin hier, weil ich den Manfred Staub, den Besitzer dieser Maschine, unterstütze. Wenn ich Zeit habe, komme ich hierher und unterstütze ihn so, dass die Maschine auch in Betrieb gezeigt werden kann, so dass sie der Öffentlichkeit gezeigt werden kann. Es kann auch hier und da mal mitgefahren werden. Also das sind historische Maschinen. So in dieser Form sieht man sie ja nicht mehr alltäglich. Man sieht sie statisch stehen in Museen oder bei Privatleuten vielleicht. Und das ist einfach schade. So kann man ja die Maschine im Betrieb zeigen. Und die Öffentlichkeit, also die Besucher, Festbesucher, haben hier die Möglichkeit, das live zu erleben, wie das geht. Man sieht, wie das betrieben werden muss. Man sieht, wie viel Arbeit das ist. Man sieht, wie die Betreiber, also die Maschinisten, da Schweiß und Mühe und dreckige Hände bekommen haben, weil es eben ein Knochenjob ist, hier oben zu stehen und das Ganze zu betreiben. And there is a lot of work involved just to get the thing started. Ich brauche ja etwa bei kaltem Zustand etwa 2,5 Stunden, bis die Maschine betriebsbereit ist. Aber erst von dem Moment an, wo ich Feuer gemacht habe, vorher muss ich Wasser auffüllen, ich muss meine Kohle bereitstellen, ich muss Anfeuerholz bereitstellen, ich muss die Maschine so weit reinigen, den Aschenkasten leeren, die Rauchrohre reinigen und so weiter, Öl auffüllen und die Maschine selber natürlich reinigen. So kommt vor dieser Betriebszeit auch eine große Vorbereitungszeit zustande, die natürlich vor dem Frühstück gemacht werden muss, oder? Of course, this conversation took place on a blisteringly hot day with climate change making headline news, and I couldn't help but notice that nothing here was powered by electricity. Does this kind of event even have a future? Das hoffe ich sehr. Wenn wir alles nur auf Klimaschutz auslegen oder alles nur verbieten wollen, dann gibt es bald nichts mehr, was historisch ist, und das wäre sehr schade. Wir mit unserer Maschine, können die mit Holz betreiben, wir können die mit Kohle betreiben. Wir brauchen eigentlich Wasser dazu, weil der Wasserdampf ist unser Antrieb. Und somit sind wir eigentlich gar nicht so schlimm unterwegs im Umweltschutz. Natürlich, es gibt bei allem, was sich irgendwie bewegt, irgendwie geschmiert werden muss, gibt es Rückstände, und da versuchen wir ja auch, wie jeder andere auch, der Umwelt Sorge zu tragen. It should be pointed out that even though it may not seem like it, burning wood for fuel can be pretty much carbon neutral provided it comes from sustainable forestry. And in any case, surely the carbon emissions from this kind of event are negligible compared to the amount pumped out of smokestacks and exhaust pipes the world over. So this raises an interesting question, which I'm sure you'll have fun discussing in the comments section.
Can we allow ourselves such a small thing if it has something valuable to teach us? Or is even this too much for our fragile environment to bear?